Hallo Simulationsfreunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, und in diesem Video dreht sich alles um die optimalen Grafikeinstellungen im Microsoft Flight Simulator 2024. Viele haben sich das Video hier gewünscht, da ich ja bereits eins für den 20er gemacht habe. Ich werde versuchen, das Beste hier rauszuholen aus dem Video und euch die besten Grafikeinstellungen zu zeigen für euer System. Ja, ich teste das Ganze hier auf meinem Rechner. Ist einen i7 13700K ist hier verbaut. Dann habe ich noch eine 4090 ja, RTX-Karte am Start und 32 GB RAM. Also, ihr könnt euch das Ganze ja ausmalen, was ihr für ein System habt, aber wir finden auch für euch die optimalste Grafikeinstellung. Die ganzen Tests hier auf meinem System werden in 4K mit TAA durchgeführt. Und ja, ich werde euch dann am Ende auch noch zeigen, wie das Ganze mit Frame Generation aussieht, was die FPS-Zahlen angeht. Also ich würde sagen, wir starten direkt ins Video. Los geht's. Ja, herzlich willkommen meine Freunde zurück hier im Simulator in den Einstellungen. Und hier seht ihr meine aktuellen Einstellungen. Also ich spiele hier im Vollbildmodus natürlich in 4K. Im TAA-Modus nutze die Frame Generation, da ich eine 40er Karte habe. Solltet ihr auch eine RTX-Karte haben, allerdings keine Frame Generation, dann ja, habe ich für euch noch ein Video verlinkt, wo ihr die Frame Generation Mod herunterladen könnt. Eventuell ist das ja was für euch, könnt ihr euch mal gerne anschauen. Ansonsten fangen wir erstmal mit dem ersten Schritt an. Ich gehe mal in die globalen Render-Einstellungen und gehe mal auf das Grad der Detailgenauigkeit des Terrains drauf ein. Umgangssprachlich auch Terrain Level of Detail, also TLOD. Ich habe das Ganze jetzt mal auf 25 gestellt und ich zeige euch das Ganze jetzt mal, wie es im Sim ausschaut. So, Terrain Level of Detail ist auf 25. Wir testen das Ganze hier in Barcelona aktuell, da man hier viel Umgebung hat. Ich habe für euch das FPS-Tool oben rechts einmal eingeblendet. Wie ihr seht, haben wir aktuell 110 FPS. Und ja, bei 25 sieht es ganz schön schlecht aus, hier, diese Grafik. Und dafür sind allerdings die FPS ziemlich hoch. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter und testen das Ganze mal auf 50. So, auf 50 sieht das ein bisschen anders aus, hat sich ein bisschen verbessert, allerdings nicht sehr signifikant, wie ihr seht. Wir testen das Ganze jetzt mal mit 100. So, der Wert ist jetzt einmal auf 100 gestellt und wie ihr seht, ja, hat sich das schon deutlich verbessert, auch gerade was die Distanz angeht, besser gesagt. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal einen Schritt höher und wählen einmal 150 aus. Ja, und hier haben wir jetzt einmal 150 und wie ihr seht, sind unsere FPS von 100 FPS auf 60 runtergedroppt, aufgrund des Terrain Level of Details. Man muss wissen, das Terrain Level of Detail oder beziehungsweise auf Deutsch auch die Detailgenauigkeit des Terrains ist eigentlich so der Hauptfaktor für eure FPS. Also umso niedriger, umso höhere FPS natürlich und umso höher, umso weniger FPS. Allerdings sieht dann die Umgebung auch ja, deutlich besser aus. Ich belasse das mal hier jetzt einfach mal bei 150. Ich denke, das Ganze hier ist der aktuelle Sweet Spot. Standardmäßig ist dieser Wert, wenn man auf die Standard-Ultra-Einstellung geht, auf 200 gesetzt. Ich kann euch das jetzt auch nochmal gerade zeigen. Und ja, setzt das Ganze mal auf auch 200 hinauf. Man kann das auch sogar bis auf 400 hochdrehen. Allerdings gehen dann natürlich auch die FPS gut in die Knie. Ich zeige euch das Ganze mal. So, meine Freunde, hier seht ihr das Ganze jetzt einmal mit 200 und wie ihr seht, sind wir jetzt aktuell nur noch bei 20 FPS, ja, bei 200 Terrain Level of Detail, ja. Also, ja, ich gehe hier zurück auf meine 150 und ja, mein CPU-Limit, also mein CPU ist auch schon ganz schön ausgelastet, wie man unten rechts sehen kann. Beziehungsweise meine GPU, besser gesagt, nicht meine CPU. Da ist der Videospeicher schon ganz schön am Limit. Also ich gehe zurück auf die 150, das ist so der Sweet Spot. Als nächste Einstellung haben wir einmal Pre-Caching für Terrain außerhalb des Bildschirms. Hier gibt es ja 4 verschiedene Einstellmöglichkeiten. Und zwar fängt das Ganze bei niedrig an, mittel, hoch und ultra. Aber was macht diese Einstellung?
Diese Einstellung beeinflusst die visuelle Darstellung nicht direkt in dem Sinne, kann aber durch höhere Werte Ruckler reduzieren. Wieso ist das so? Und zwar werden durch dieses Pre-Caching vorgeladene Geländedateien im Cache gespeichert. Wie viel RAM dafür benötigt wird, hängt von der jeweilig gewählten Stufe ab. Ja? Also bei niedrig wird natürlich weniger RAM genutzt, aber auch weniger Geländedaten im Cache gespeichert. Dadurch können allerdings auch vermehrt Ruckler entstehen, da halt das Gelände nicht vorgeladen wird. Ich nehme hier ich gehe hier auf Hoch, ja, weil ich nur 32 GB RAM habe und vertraut mir, meine Freunde, wenn ich sage 64 GB für den Flugsimulator, wären schon gut, wenn ihr hier auf Ultra stellen möchtet. Ja? Ich werde auch demnächst auf 64 GB aufrüsten. Also ich persönlich werde das hier auf Hoch setzen und dann habe ich auch keine Probleme, denn ich denke, bei Ultra würde es den ein oder anderen Freeze vielleicht sogar geben vom Simulator. Als nächste Option haben wir dann das Displacement Mapping und das seht ihr auch schon hier, denn diese Einstellung verleiht Objekten wie Felsen, wie ihr hier seht, eine Höhenkarte, um ihnen ein realistisches 3D-Aussehen zu geben natürlich. Ne? Es handelt sich hier ganz einfach um eine Ein- und Aus-Option. Ich habe das Display Mapping jetzt einmal eingeschaltet und schalten wir es aus. Sieht man sofort, dass die visuelle Qualität deutlich nachlässt. Zwar bringt er etwa so 3 bis 4 FPS mehr, aber der optische Verlust ist so groß, dass ich diesen Kompromiss für mich, nicht nicht lohnt im Endeffekt. Ne? Für mich bleibt Display Mapping eingeschaltet. Ja, schauen wir uns einmal die Detailgenauigkeit der Gebäude an. Wir sehen jetzt einmal hier die Gebäude in Barcelona einmal auf auf der niedrigsten Einstellung aktuell. Jetzt einmal auf Mittel können wir erkennen, dass die Gebäude bereits etwas detaillierter dargestellt werden. Jetzt sind wir einmal in der Einstellung hoch. Die Darstellung sieht natürlich jetzt noch besser aus. Ja, und jetzt hier auf Ultra sieht man kaum Unterschiede, wie ich finde. Insgesamt wirkt die Darstellung der Gebäude sowieso etwas unsauber. Daher entscheide ich mich hier auch für die Einstellung hoch. Kommen wir einmal zu den Bäumen. Auf Ultra sehen die Bäume aktuell ja super aus. Absolut fantastisch, wie ich finde. Jetzt beim Wechsel auf niedrig verlieren sie jedoch deutlich an Details. Hier der eine Baum, der links stand, der ist eigentlich gar nicht mehr da. Da gibt es natürlich ein paar FPS mehr, aber dieser Qualitätsverlust, das ist es, glaube ich, nicht wert. Jetzt wieder auf den Einstellungen Mittel und wie ihr seht, ist der Baum wieder da. Allerdings ist die Qualität auch etwas gestiegen. Und jetzt auf der Detailgenauigkeit hoch, bringt die Details natürlich weitestgehend zurück. Inklusive der Schatten, was natürlich ein großer Vorteil optisch ist. Und kommt natürlich auch fast an Ultra ran. Deshalb entscheide ich mich natürlich für hoch. FPS-Unterschied hier in der Szene ist gering, aber an anderen Orten ist es wahrscheinlich deutlich bemerkbarer. Kommen wir einmal zu den Pflanzen. Hier habe ich die Pflanzen einmal deaktiviert. Das ist die niedrige Einstellung. Hier sind die Pflanzen dann das erste Mal zu sehen. Hier seht ihr einmal die mittleren Einstellungen, etwas detailgetreuer. Die hohen Einstellungen hier einmal zu sehen. Und zu guter Letzt die Ultra-Einstellungen hier einmal zu sehen. Und was soll ich sagen? Hier sieht man keine drastischen FPS-Unterschiede. Und ich finde, wir sind immer noch im Flugsimulator und wir laufen oder spazieren nicht durch die Welt. Deswegen gehe ich hier zurück auf die Detailgenauigkeit hoch, auch wenn es nicht viel FPS frisst. Allerdings sind das immer verschwendete Ressourcen, wie ich finde. Schauen wir uns einmal die Felseneinstellung an. Hier seht ihr die Felsen aktuell auf den Ultra-Settings. Sieht schon relativ gut aus. Und auf niedrig sieht das Ganze gar nicht mal so schlecht aus tatsächlich. Großen Unterschied sieht man hier nicht. Allerdings täuscht das Ganze. Wenn wir nämlich mal in unsere Drohnenkamera gehen, wird deutlich, dass wenn wir immer näher rankommen, dass sie immer so aufpoppen im niedrigen Modus. Ja? Wenn wir das Ganze auf hochstellen, dann sieht das Ganze so aus, dass diese Felsen nicht mehr so aufpoppen aus der Entfernung. Jetzt poppen sie so langsam auf, ja. In den niedrigen Settings konnten wir sie gerade fast gar nicht sehen. Also bei mir bleibt das auf hoch. Ich denke, das ist ein annehmbares Setting.
Kommen wir zum Gras. Hier seht ihr einmal das Gras in Barcelona, einmal im Ultra-Preset. Super, super detailgetreu, super schön. Beim Wechsel auf niedrig gibt es, wie erwartet, einen deutlichen Qualitätsverlust. Mittel bringt etwas von der verlorenen Detailtiefe zurück, ist aber noch nicht ideal. Hoch hingegen sieht ziemlich gut aus, nicht ganz auf Ultraniveau, ist natürlich selbstverständlich, aber sehr nah dran. Da es sich ja hier um einen Flugsimulator handelt und nicht den Rasenmäher-Simulator, reicht hoch völlig aus. Aus der Perspektive im Flugzeug auf der Startbahn sieht es immer noch großartig aus und die FPS-Änderungen sind zwar gering, aber in einer anderen Szenerie könnte der Unterschied spürbar anders sein. Stabile FPS sind wichtig, Leute, und wichtiger als minimale Grafikverbesserung, finde ich. Daher bleibe ich hier auch bei hoch. Kommen wir zum Object Level of Detail oder auch umgangssprachlich auf Deutsch gesagt, Grad der Detailgenauigkeit von Objekten. Diese Einstellung beeinflusst nicht nur die Detailstufe der Objekte, wie Flughafengebäude, Flugzeuge oder Fahrzeuge, sondern auch die Rennerdistanz. Ne? Das ist wichtig zu wissen. Gerade beim Landeanflug nämlich ist ein höherer Level of Detail sinnvoll, da wichtige Objekte frühzeitig geladen werden natürlich. Ne? Allerdings frisst das extrem viel RAM, meine Freunde. Ja. Ihr seht jetzt hier, mein Object Level of Detail ist bei 150 aktuell. Und große Qualitätssprünge finden zwischen 50 und 100 statt. Von 100 auf 150 bzw. 200 gibt es Verbesserungen, aber nicht mehr in dem Maße, dass sich die enorme RAM-Belastung lohnt. Ich habe es jetzt auf 150 stehen. Allerdings muss ich sagen, ich fliege auch immer mit Auto-FPS. Das heißt, von daher wird das automatisch geregelt. Das gucken wir uns aber am Ende genauer an. Deswegen lasse ich das jetzt hier erstmal auf 150 stehen. Schauen wir uns einmal die volumetrischen Wolken an. Hier einmal mit der Ultra-Einstellung sehen sie schon ziemlich beeindruckend aus, wie ich finde. Wenn wir sie jetzt hier allerdings auf niedrig stellen, verlieren sie deutlich an Qualität. Ja, wir gewinnen natürlich ein paar FPS, aber ich bin nicht bereit, diesen Kompromiss einzugehen. Bei der mittleren Einstellung hier wird es etwas besser, aber immer noch nicht gut genug, wie ich finde. Bei den hohen Einstellungen sehen wir eine Rückkehr zur gewohnten Qualität, aber ich bin immer noch nicht überzeugt davon, dass wir mit der Ultra-Einstellung mithalten können. Ich denke, diese könnte ein seltener Fall sein, in dem wir uns für Ultra entscheiden. Schließlich ist es ein Flugsimulator und Wolken spielen eine große Rolle, denke ich. Also ich denke, das wird in diesem Fall bei Ultra bleiben. Kommen wir zur Texturauflösung. Aktuell sind wir auf der Ultra-Einstellung und ja, diese Einstellung wirkt sich auf den VRAM-Nutzung aus der GPU. Wenn du also Probleme hast oder ihr Probleme haben solltet mit eurem Grafikkartenspeicher, ist das gut, hier ein bisschen was anzupassen in der Texturauflösung. Wenn wir auf die niedrigen Einstellungen wechseln, sehen wir keine wirkliche Auswirkung auf die FPS, aber der VRAM-Verbrauch ist gesunken. Ich würde euch gerne alle Einstellungen zwischen niedrig und ultra zeigen, aber das erfordert jedes Mal einen Neustart vom Simulator für mich. Deshalb zeige ich euch jetzt nur die niedrige. Also mit einer 16 GB GPU kann man auch auf Ultra gehen. Ich bleibe mit meiner 24 GB GPU sowieso auf Ultra. Also falls ihr eine niedrige GPU haben solltet, könnt ihr hier etwas an der Grafikkartenspeicher sparen. Kommen wir zur anisotropen Filterung. Ich hoffe, ich spreche das Ganze richtig aus. Und zwar ist das dafür da, was die Darstellung von Dingen in der Ferne und Objekten angeht, die man in einem steilen Winkel betrachtet zum Beispiel. Ne? Das verbessert diese Einstellung. Ich kann euch das leider nicht ganz zeigen. Das Problem ist nämlich, YouTube, durch die Kompression von den YouTube-Video, kann ich euch das im Video leider nicht zeigen. Deshalb kann ich euch aber sagen, dass die FPS sich überhaupt nicht verändern und mit 16 Mal oder die 16 Mal Einstellung eigentlich die beste ist und man hat keine Performance-Einbrüche. Ne? Daher würde ich auch 16 Mal empfehlen. Das sind die Wellen an hier vor der Küste von Barcelona in den hohen Einstellungen. Und was wir sehen, sieht schon ziemlich gut aus. Wenn wir auf niedrig gehen, gewinnen wir ein paar FPS, aber die visuellen Details nehmen einen großen Schlag ein. Deswegen ist niedrig für mich also keine Option.
Ja, ne? Mittel sieht ganz gut aus, ist aber natürlich nicht so gut wie hoch. Aber respektabel würde ich sagen. Ich werde mich für hoch entscheiden und würde dir empfehlen, das auch zu tun, wenn du, wenn du es kannst. Wenn du jedoch Probleme bei den hohen Einstellungen hast, ist Mittel eine gute Notlösung, die du in der Hinterhand haben solltest. Was die Raytracing Schatten anbetrifft, ja, was tun diese? Also aktuell seht ihr ja, dass wir hier Schatten in unserem Cockpit haben von unserem Seitenfenster, der natürlich in einer gewissen Entfernung steht. Und wenn wir diese Option anhaben, dann macht diese Option die Ränder des Schattens weich, ja. Und es sieht wirklich toll aus, muss ich sagen. Wenn wir es jetzt ausschalten, gewinnen wir zwar ein paar FPS zurück, aber die Schatten sehen im Vergleich dazu einfach schrecklich aus, wie ihr seht. Und ja, das ist einfach eine Ein-Aus-Funktion. Da würde ich sagen, ich lasse sie eingeschaltet. Und gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Was Shadow Maps jetzt angeht, dazu habe ich ja bereits ein Video gemacht. Ich habe hier meine Shadow Maps auf 8K gestellt. Das Video dazu verlinke ich euch natürlich wie gewohnt unten an meiner Videobeschreibung oder hier im Video, wenn ich es schaffe. Deshalb gehe ich diese Einstellung nicht weiter ein. Im Endeffekt ist es einfach nur dafür da, ja, wie scharf die Schatten dargestellt werden. Nun schauen wir uns die Terrausschatten an. Wir sind hier im Grand Canyon und beginnen mit den höchsten Einstellungen von 2048. Wenn wir die Einstellungen nun auf das niedrigste Niveau von 128 heruntersetzen, gewinnen wir ein paar FPS und ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich viel schlechter aussieht. Ja gut. Wenn wir dann jetzt hier durch 256 gehen, 512 und 1024, sehen wir, wie die Schatten stärker werden. Das ist kein Tag-Nacht-Unterschied, sondern wurde alles auf einmal getestet hier. Also alles nacheinander im Endeffekt. Auch hier gibt es keinen wirklichen FPS-Einfluss zwischen 128 und 1024. Der Übergang zu 2048 führt jedoch zu einem kleinen FPS-Verlust, da ich zwischen 1024 und 2048 keinen großen Unterschied feststellen konnte. Werde ich die zusätzlichen FPS nehmen und mich für 1024 entscheiden. Nun schauen wir uns die Kontaktschatten an. Wir starten mit ausgeschaltet und haben, ja, wie viel? 35 FPS aktuell. Ja, gut. Wenn wir sie auf niedrig stellen, verlieren wir ein paar FPS, aber die Qualität verbessert sich etwas. Ja, und gehen wir auf Ultra, dann ja, sehen wir kaum einen kaum einen FPS-Einbuße und der Einfluss. Ja, also ich bleibe bei Ultra und ich würde sagen, hier ändert sich nicht sehr viel. Schauen wir uns jetzt hier gemeinsam die Umgebungsverdeckung an und wir haben hier aktuell so um die 60 bis 62 FPS. Wenn wir sie jetzt ausschalten, wird der Unterschied in der visuellen Qualität deutlich. Allerdings hat es kaum Einfluss auf die FPS. Wir haben jetzt 65, 67 FPS. Wenn wir sie hier jetzt auf niedrig stellen, wird es wieder etwas lebendiger und wir sehen die Stufen nun von mittel, hoch bis hin zurück zu Ultra. Da wir hier keine FPS-Einfluss feststellen, großartig, werde ich auch hier bei Ultra bleiben. Schauen wir jetzt die Cube Map Reflection an. Oben rechts in der Ecke an den Tragflächen seht ihr so eine kleine Wolkenreflexion. Ja, da mal eventuell drauf achten. Aktuell sind wir auf der niedrigsten Einstellung von 128, ja, 128, genau. Bei 60, 59 FPS, 60 FPS. Wenn wir jetzt das Ganze einmal erhöhen auf 192, sieht es für meinen Augen klar aus, ohne dass die FPS beeinflusst werden. Was gut ist, 256 sieht weiterhin besser aus. Vielleicht haben wir einen Frame verloren, aber ja. Aber es ist kaum bemerkbar. 384 sieht vielleicht noch besser aus, aber nicht genug, um einen Unterschied zu machen, finde ich. Und außerdem scheinen mir die FPS tatsächlich ein wenig instabiler zu sein. Ich würde sagen, dass 256 für die meisten Nutzer die bessere Wahl ist. 192 würde ich nehmen für niedrige Systeme. Ja, und wenn ihr eine High-End-Grafikkarte habt, dann ja, nehmt ruhig die 384. Jetzt schauen wir uns mal die Raymarching-Reflexionen an. Hier auf Madeira. Derzeit haben wir sie ausgeschaltet und ich denke, ja, ihr werdet mir zustimmen, dass die Wasserreflexionen nicht besonders gut sind, beziehungsweise auch gar nicht vorhanden. Ne? Wenn wir die jetzt auf niedrig setzen, sehen wir direkt eine große Verbesserung der visuellen Darstellung. Denn die ja, Schatten sind jetzt oder die Reflexionen sind jetzt überhaupt erstmal zu sehen.
Ja, wir haben 2 oder 3 FPS eventuell verloren, aber es sieht viel besser aus als mit den Einstellungen aus. Bei der Einstellung Mittel sehen wir jetzt auch Objekte weiter oben auf den Bergen, die sich im Wasser widerspiegeln und das ohne nennenswerte FPS-Verluste. Ja, wenn wir jetzt auf Hoch gehen, gibt es mehr von dem gleichen Effekt, würde ich sagen. Man sieht jetzt ein paar mehr Bäume oben auf dem Berg im Wasser sich widerspiegeln. Ja, und Ultra sieht einfach, ja, meiner Meinung nach einfach super gut aus, obwohl es die FPS etwas belastet. Gut. Wenn du also Ultra nutzen kannst, großartig. Aber wenn nicht, wirst du auch mit ja, hohen Einstellungen wirklich gute Erfahrungen haben, wie wir das gerade gesehen haben. Also wenn dein System etwas schwächer ist, ist allein das Umstellen auf niedrig eine massive Verbesserung im Vergleich zu aus. Für mich persönlich, ich bleibe auf Ultra. Ja, wir sind immer noch in Madeira und jetzt schauen wir uns mal die Lichtstrahleneinstellung an. Hier jetzt einmal ausgeschaltet. Und hier jetzt einmal in den niedrigsten Einstellungen. Und hier merkt man sofort, dass es ein riesiger ja, Fortschritt ist, den wir hier sehen, im Vergleich zu gar nichts im Endeffekt. Wir sehen hier deutlich mehr Licht. Wenn wir jedoch jetzt zwischen den verschiedenen Einstellungen wechseln, fällt es mir wirklich sehr schwer, einen Unterschied zu erkennen. Aber es gibt keine bemerkenswerten FPS-Abfälle. Es ist möglich, dass Ultra in anderen Szenarien mehr Unterschiede machen würde und da der Einfluss auf die FPS begrenzt ist, werde ich das Risiko eingehen und hier auch Ultra auswählen. Beim Schärfetiefeneffekt, den wir als nächstes dran nehmen, dreht es hier sich hauptsächlich um die Drohnenkamera. Also wenn du die Drohnenkamera nicht verwendest, kannst du diese Einstellung wahrscheinlich ignorieren. Ja, für mich als YouTuber nutze ich natürlich diese Tiefenschärfe oder Schärfentiefe oft für Thumbnails, daher stelle ich es auf Maximum, aber du kannst es nach deinen eigenen Vorlieben anpassen. Ansonsten kommen wir noch zur Bewegungsschärfe. Das ist wohl, glaube ich, klar. Sollte man einfach mal ausschalten, wie es sich für alle Spiele auch so gehört. Für die Glascockpit-Bildwiederholungsrate wähle ich hier hoch. Diese Einstellung hat im MSFS 2020 oft Probleme verursacht, aber in der Version 24 sind wir jetzt im Multithreaded, sodass wir keine Angst mehr haben müssen, dass wir hier Probleme haben. Wir können es also auf hoch stellen, ohne dass unsere FPS darunter leidet. Ja, alle anderen Einstellungen unterhalb der Glascockpit Bildwiederholungsrate sind wirklich abhängig davon, wie ihr den Simulator nutzen möchtet oder wie du den Simulator nutzen möchtest. Es gibt keine wirklichen FPS-Effekte. Ich fliege viel auf Wattsim, deswegen habe ich hier auch den Flughafenverkehr auf ausgestellt, die Qualität. Seeverkehr, Schiffe sehe ich so oder so keine aktuell. Das einzige, wo es tatsächlich FPS-Unterschiede macht, ist Fauna. Und zwar habe ich die Fauna hier auf niedrig stehen. Ich schalte sie jetzt sogar mal aus, denn die Fauna, ja, im Endeffekt ist das der größte Performance-Killer gefühlt. Ihr habt dadurch sehr viel oder bessere FPS. Probiert das einfach mal aus, falls ihr FPS-Probleme haben solltet. Ja, und wir sind wieder jetzt in Barcelona, wo alles angefangen hat mit unseren 39 FPS ohne Frame Generation. Und wenn wir jetzt einmal die Frame Generation einschalten, dann haben wir nicht ganz unsere FPS verdoppelt. Wir sind jetzt so bei 70 FPS, würde ich sagen. Genau, ja. Also mit Frame Generation haben wir hier natürlich einen deutlichen Boost und den will ich auch eigentlich gar nicht mehr missen. Im Zusammenhang mit Auto-FPS ist das natürlich super gut in Symbiose und wie ihr auch vielleicht jetzt in dem Video gesehen habt und in dem Test, den ich durchgeführt habe, dass mein RAM hier ganz schön hart am Limit läuft mit meinen 32 GB. Also ich empfehle euch auch, ich empfehle auf jeden Fall ein Upgrade. Ich werde auf jeden Fall upgraden auf 64 GB früher oder später, damit man hier noch das eine oder andere rausholen kann. Gut, ich hoffe, das Video hat euch jetzt gefallen und ich konnte euch ein bisschen helfen, um eure Settings zu finden. War tatsächlich eine Menge Arbeit gewesen, deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen in nördlicher Richtung da lasst, wenn euch das Video gefallen hat natürlich. Und einmal auf den Abo-Button klicken, das wäre auch ganz nett. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß, ein schönes Wochenende. Vielleicht sieht man sich auf der FS Weekend, wenn wir das Video hier zu Ende gedreht haben. Befinde ich mich wahrscheinlich schon da. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, auf Wiedersehen, euer Patrick.